Ja, moin zusammen. Heute mal wieder ein neues Unboxing und zwar von HeroQuest Morkas Magier. Gestern kam das noch per Post. Ich hatte das vorbestellt und ihr seht, es glitzert, es glänzt. Es ist noch original verpackt und da schauen wir jetzt rein. Ja, ich finde, es ist wieder ein sehr schönes Bild geworden. Ich mag ja die Bilder von den neuen, ne? Also böse gesagt, da sieht man, dass es sich ein bisschen angepasst hat. Keine Ahnung, wie viel der KI ist, aber gut. So, 10 neue Abenteuer, 5 aus dem Klassiker und 5 weitere einer Mechanik zum Erwerb von Fähigkeiten, einer alternativen Zauberin-Miniatur und mehr. Ja, wir sehen hier schon eine Menge Miniaturen, die ich gar nicht kenne. Die schauen wir uns jetzt mal an. Also die kenne ich nicht aus dem alten. Und ja, dafür brauchen wir ein Messer. Erstmal. Um hier ein bisschen ordentlich zu machen, den Spaß. Ihr wisst ja, ich bin großer HeroQuest-Fan. Es gab früher, glaube ich, auch mal ein Pen Paper dazu, zu HeroQuest, aber ich glaube, mittlerweile sind die Bücher so teuer dafür, dass man die auch schenken kann. Und hier ist ja jetzt quasi, steht ja so drauf mit Erwerb von Fähigkeiten und so, da habe ich das Gefühl, vielleicht ist da ja wirklich was bei. Dass das so ein bisschen Rollenspiel-Aspekte kriegt, wäre natürlich cool. Jetzt auf. Ja. Also Karton ist übliche HeroQuest-Qualität. No. So, als erstes haben wir hier die neuen Böden. Hoppala. Wie ihr hier seht, irgendwelche Blitze, weiß ich nicht, ob das vielleicht Maße für Zauber sind oder so. Könnte natürlich sein, dass sie jetzt neu gemacht haben. Der Ritualraum, würde ich sagen. Hier weiß ich noch nicht, was das ist. Wahrscheinlich für neue Quests. Auf der anderen Seite, schaut mal einer, guck. Explosionen, irgendwelche Höhlensachen. Oh, da kann man wieder ganz viele Abenteuer zusammenbasteln. Leute, Magie-Referenzkarte. Magische Fallen, Brandfalle, Orkanfalle, Teleportfalle und Spezialeffekte. Eiswall, Flammenwand, Steinspeere. Ja, das sind, glaube ich, die wir unten gesehen haben. Ja, also auch wieder alles sehr nett, sehr wertig. Ich lege das jetzt erstmal wieder weg. Wir wollen die Dinger ja nicht aufglücken. Ja, das habe ich gehofft, dass die dabei ist tatsächlich. Das Dorf. Es ist das Dorf dabei. Das heißt, ich habe jetzt eine Karte für das Dorf für HeroQuest und kann mal gucken, ob ich ähnliche Gebäude finde, dass ich die vielleicht tatsächlich aufbauen kann. Dass man das wirklich ein bisschen mehr rollenspielmäßig spielt. Wenn ihr an uns Videos Interesse habt, wo wir so ein bisschen HeroQuest mit ein bisschen Rollenspiel spielen, sagt mir da mal bitte in den Kommentaren Bescheid, weil dann würde ich mal im Freundeskreis rumfragen, wer damit kein Problem hat. Und dann können wir da vielleicht mal irgendwie sowas in der Art machen. Was auf jeden Fall als nächstes auch kommt. Ganz ehrlich, die Karte ist jetzt schon viel zu schade. Das Bild hätte ich gerne an der Wand hängen. Aber ich glaube, das werde ich mir einfach einscannen und farbmäßig ausdrucken und das dann an die Wand hängen. Ja, aber die Karte finde ich cool. Auch, dass hier irgendwie Felder sind scheinbar. Ne? Scharfschützen, Schießstand, Söldnergilden, streunernde Monster, Hexenhütte, Hopkinsfest, Kathedrale der Hoffnung, Arkane Bibliothek und sowas. Übungslager, Tautropfen-Taverne. Ja, geil. Wir können uns besaufen gehen. Juhu. So. Ja, Morkas Magier, Buch der Herausforderungen. Das werde ich euch jetzt nicht groß zeigen. Ich wollte nur mal hier schauen. Guckt mal. Hopkins Ruh. Außenposten zu den Grenzlanden. Okay, das scheinen die Orte zu sein tatsächlich, wo man die neuen Fähigkeiten kriegt. Scharfschützen-Schießstand. Du übst unter dem scharfen Auge des besten Schützen des Königreichs. Nimm dir hier Heldenfähigkeit Adlerauge 1 verfügbar. Übungslager, ja, da kriegt man dann auch Fähigkeiten, alles. Sehr, 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 sehr cool. Allerdings irgendwie scheinbar nur eine Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen. Ja. Das schauen wir uns dann mal demnächst an. Und das Wichtigste, für mich zumindest immer, sind die Minis. Na, fokussiert. Das wäre hier auch ein cooler Magier gewesen für die Helden, aber ich glaube, das ist einer von Morkas Magiern. Ich muss mal eben kurz gucken, ob
ob die Kamera so besser funktioniert, wenn nichts im Hintergrund groß ist. Scheinbar. No? Und ja, da haben wir hier ganz viele. Oh, gut fest wieder drin hier. Ja. Und Sensenmenschen. Ich hole die mal wieder hier rüber. Vielleicht mache ich doch ein bisschen Licht. Ja, dann haben wir hier irgendwie so eine Art Söldner oder weiß ich nicht, Hellebardenkrieger, Gegner. Weiß ich jetzt auch nicht. Oh Leute, wenn ihr Kameras habt oder kennt, die gut für solche Videoaufnahmen sind, schreibt mir das bitte auch mal in die Kommentare. Ich suche da momentan nämlich noch nach. Hier ist die neue die Mini für den Magier. Kommt, macht den wenigstens gerade. Schön scharf hier. Ah, ja, es ist eine Hey. So, langsam. Ja, ich sag mal, für Malen ist die Kamera immer super. Gut. Ja, dann haben wir hier auch noch ein paar Armbrustschützen, ein paar Wettkämpfer und sowas. Gucken wir, ob das vielleicht so besser geht. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen mal was gesehen. Ja, davon habe ich auch noch die alten Minis. Und ich muss sagen, der hier sieht dem alten ziemlich ähnlich. Ja, also ihr seht, das sind schon mal wieder schön viele Minis bei. Ja, und hier das, was wir halt nicht kannten. Das hier sind so, ja, Flammen. Sehr, sehr cool. Bisschen durchsichtig. Das hier wird die Eiswand sein. Auch sehr, sehr cool. Da weiß ich noch nicht, was es ist. Sieht aus wie irgendwie eine Geheimtür oder weiß ich nicht. Oder Steinmauer, die sich aufbaut, genau. Eine Mimiktür. Da finde ich auch wieder geil. Es gibt Mimics mal endlich. Da habe ich mir ja extra Truhen gemacht, damit wir für unseren Abenteuer ein paar Mimics haben. Habe ich mir ausgedruckt und gemalt. Ja, hier ist die Truhe dazu. Die Mimik-Truhe sieht auch sehr, sehr cool aus, wie ich finde. Dann haben wir hier... Der erinnert mich ehrlich gesagt an hier den Knight. Diesen extra Helden, den gibt es ja gar nicht mehr solomäßig, ganz selten. Der erinnert mich aber, ich weiß noch nicht, ob das vielleicht ein zusätzlicher Held ist oder so, aber den würde ich zum Beispiel als Ritter nehmen, wenn jemand einen Ritter spielen möchte. Weil da sehe ich nicht 61 € für eine Mini zu bezahlen. Ja, dann hier irgendwie, weiß ich nicht, ein Golem-Frau, Roboter-Ding, weiß ich nicht, Riesin, könnte das auch sein. Kann auch einfach nur eine Statue sein, genau wie der hier. Boah, der ist aber gut fest drin, Leute. Ja, auch sehr, sehr schön. Also ich glaube, das sind Statuen, die haben Risse in den Beinen. wieder reinkriege. So. Aber der hier ist doch mal Hammer, oder? Boah. Raus da! Okay, den kann man nicht spielen, weil ich den nicht aus der Plastikdings kriege. Ah, jetzt habe ich ihn. Sehr cool. Minotaurus, Leute. Richtig cool. Sehr, sehr geil. Ja. Ja, und wie gesagt, hier ist noch der Ritter. Den hatte ich euch ja schon gezeigt. Jetzt kriege ich den hier nicht mehr richtig rein. Warum geht das jetzt hier nicht mehr rein? Ah. So. Das geht. Karten. Noch mehr Karten. Ja. Magische Fallenkarte, Giftkarten, Alchemietrank. Trank der Trank der Überredungskunst. So. Zauberkrafttrank, Widerstandskrank, ja. Schreckenswandler herbeirufen. Oha. Oha, die Mimics kann man herbeirufen, Leute. So viel wollte ich euch aber gar nicht zeigen. Golem-Beschwörung.
Okay. Schöpferzauber. Schöpferzauber. Leute, ich muss auf jeden Fall die Regeln lesen. Scheinbar sind da neue Zauber zugekommen. Sehr, sehr geil. Blick in die Zukunft, das ist auch ein Zauber. Suchzauber. Okay. Ja, wie geil. Da ist ein komplettes neues Zauberset scheinbar dazugekommen. Hohe Priesterzauber. Ja gut, das werden wahrscheinlich die von den Dingen sein. Ja, sehr, sehr cool. Kriegsruferzauber. Den Ork habe ich gar nicht gesehen. Muss ich gleich mal gucken, wo der Ork Zauber ist. Ja, und hier ist der Minotaurus. Ja, das sind halt die Monsterkarten, klar. Sir Ragnar. Ah, das ist Sir Ragnar hier, der Lilane. Ah, nice. Armbrustschützen, Hellebardier, Speer, Schwertkämpfer, ja. Dann sind hier Fähigkeiten. Adlerauge, Waffenmeister, heilende Hände, haltet Stand, Friedensstifter, Drakenhautkyras, Urdin der Erschaffer, ein verzauberter Hammer und die Karte für die Zauberin. Ja, Leute. Das war's schon wieder. Ich packe jetzt hier wieder zusammen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr hier von der neuen Box von Hero Quest haltet. Ich finde sie sehr, sehr cool. Und, das ist diesmal eine Frau hier, die Kriegsruferin. Ich finde sie sehr, sehr cool und freue mich schon darauf, die Minis zu bemalen. Wenn ihr da irgendwie Ideen, Anmerkungen etc. habt, schreibt es auch alles gerne in die Kommentare. Und jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe einen Bemalshop. Den werde ich hier unten einblenden. Den habe ich jetzt neu quasi. Ein bisschen länger ist er schon, aber jetzt läuft er auch an. Falls ihr da mal Interesse dran habt. Und wir werden demnächst, da werdet ihr auch noch eine Info kriegen, wir werden demnächst noch zusammen Dungeons & Dragons online und im Stream spielen. Wer da Lust hat, kann natürlich auch gerne reingucken. Und in dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Mal schön. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.